So, ich bin ultra gespannt, was wir jetzt hier gleich zu sehen bekommen werden. Denn gleich gibt es die State of Play von PlayStation, die gab es ja vor 5 Tagen oder so schon, und dort wurden auch einige neue Sachen, Spiele und so weiter vorgestellt, unter anderem ja die 2 Silent Hill Spiele, also Silent Hill 2 Remake und so ein Standalone, was per Shadow-Drop sofort veröffentlicht wurde. Und dann gab es am Ende halt die Meldung, hey, es gibt am Ende, es gibt heute einen eigenständigen State of Play-Event, wo es nur um neue Szenen von Final Fantasy VII Rebirth geht, also quasi dem zweiten Part des Remakes. Aber ich bin ultra gespannt. Im Hintergrund läuft jetzt hier schon von IGN, ja, deren Countdown und ein paar Trailer werden abgespielt und so weiter. Soll uns erstmal egal sein. Aber ich habe Bock und ich bin enorm neugierig, wie das am Ende wird. Denn das Remake war auf jeden Fall ein Genuss. Also ich habe schon das Original super gern gespielt und das Remake hat es einfach 10.000 Mal noch geiler gemacht. Das ist sogar tatsächlich hier gerade der Trailer, den wir gesehen vom Remake-Release oder Announcement-Trailer. Ja, doch nicht, aber es ist auf jeden Fall der Trailer zu Remake. Und ich bin einfach super neugierig. Es gibt natürlich schon die ersten Trailer zu Rebirth und sahen auch schon ganz geil aus, allein die Open World und so, und das sieht schon alles nach ganz geilem Inhalt aus und auch nach einer guten Umsetzung. Junon hat man, glaube ich, auch schon gesehen. Vor allem, es ist ja auch super spannend, wie die das hier alles generell angehen möchten. Es war ja mal auch die Rede, oder es gibt die Theorie, dass die Ereignisse vom Original Teil 7 quasi immer noch Kanon sind. Und dass das jetzt irgendwie so eine parallel ablaufende Handlung ist, so ein bisschen Paralleluniversum mäßig, und dass Sephiroth das auch weiß und letztendlich ja sein Schicksal hier oder das generell alles anders ablaufen soll. Es sollen zum Beispiel irgendwie eine Andeutung auf Aerith, Achtung Spoiler, auf Aeriths Tod geben, und ja, man kann da mal gespannt bleiben, wie die das alles aufsetzen wollen. Auch Zack wird dann auf jeden Fall hier schon ein viel wichtige Figur werden und kommt viel prominenter vor als im Original. Und da bin ich gespannt. Vor allem, ich die Figur richtig geil finde. Ich habe Crisis Core richtig gerne gespielt, sowohl auf der PSP als auch jetzt hier im Remaster. Und hat beides wunderbar funktioniert. Also wirklich sehr cool. Ich habe diese Anime-Serie da oder Film, Last Order, habe ich ultra gern geguckt. Dann Advent Children natürlich. Was jetzt so das letzte, was ich gehört habe, sehr wichtig sein soll. Also Advent Children ist anscheinend immer noch Kanon, was da passiert. Und alles, was wir jetzt quasi bekommen, soll eben auf die Ereignisse von Advent Children hinausarbeiten. Es ist sogar so, dass Square Enix in den USA und Japan tatsächlich den Film nochmal im Kino rausgebracht hat, in so einer 4K-Version, sage ich mal. Das ist, glaube ich, die aktuelle Version, die man auch per Blu-ray kaufen kann. Und die gibt es jetzt irgendwie im Kino. Ich bin gespannt. Also wir sehen jetzt hier, ich habe jetzt keinen Ton angemacht. Wir können ja mal hier meine Lo-Fi-Musik ausmachen und aufs Ingame wechseln, weil gleich ist es schon soweit und ich freue mich, Alter. Ich hoffe, da kommt irgendwas richtig, richtig Geiles. Oh Gott. So, ich mach mal ein bisschen leiser. Und das sind auch neue Sachen. Ich habe die Namen schon wieder vergessen. Irgendwas mit M. Die gab es im Original nicht. Und das... Ich will gar nicht so sehr drüber reden. Aber das soll eines der Hinweise sein, dass es hier so ein bisschen um... ja, Paralleluniversen geht, oder? Dass diese Wesen da irgendwie da was abändern. Aber keine Ahnung. Es kann auch völlig Unsinn sein, was ich gerade von mir gebe. Hören wir mal ein bisschen zu. Es ist auch gleich so weit, 40 Sekunden. Das gehört, glaube ich, schon alles dazu.
Man holt die Leute noch mal kurz ab mit der Story. Noch ein bisschen lauter, ich hoffe es ist nicht zu laut. Fight won, and the shackles of destiny broken. We stood before the unknown, a world of boundless freedom. It was there, beyond where fate could follow, that a new journey began. Oh, es geht los. Ha. PlayStation. Es geht los. Ein Trailer. Nein, es lädt. Ich will nicht, dass es lädt. Hier, ich sehe es doch. Entweder lädt es bei denen oder bei mir. Ne, bei mir kann es bei mir laden. Ich mache einen Refresh. Footage features contain a mixed gameplay and in-game. What happened to this place? It was Sephiroth. He wants to finish what he started and rule over the planet. We have to help them. You coming? Way ahead of you. Let's get to work. I will reclaim our world. Gib's mir. 皆さんこんにちは。スクエアエニックスの北瀬義則です。私がシリーズプロデューサーを務めるファイナルファンタジー7の最新作ファイナルファンタジー7リバースがついに2月29日に発売いたします。本作のストーリーは主人公クラウドとその仲間たちが宿敵であるセフィロスを追いかけ魔法都市ミッドガルの外にある広大な世界へと足を踏み出すところから物語が始まります。今回のステートプレイではこのゲームの魅力を凝縮した最新のトレーラーをはじめ特別なゲーム紹介映像をご用意しています。また重要なお知らせがありますのでぜひ番組の最後までお付き合いください。それではどうぞ。Alles klar. Gibt's mir also Special Inhalt. Sehen wir jetzt. Cloud, bring me the black materia. The beginning of the end. The celebration of the faithful. A watershed moment for all mankind. Hey kids, sorry we're late. You're going to pay! Alter, der. Now, who wants to be the first lucky lady? Hey, boss! Your guests are here! At long last, the knave returns. I refuse to be upstaged! Er ist auch wieder A da. second time, my friend! Good, Cloud. Very good. Fill your hollow heart with rage. What will you? Zack's Storyline. I'm back now, Aerith. I'm back. We ask that you retrieve it. The black materia, key to our oblivion. Please. It alone can liberate us from this endless dream. Passing through. You. Tifa! Whew! Hey guys! They're getting some sun too, huh? Yeah. Well, Red? How do we look? Huh? You should get yourself a reading! It's gotta be hiding some ginormous materia! Woohoo! Oh boy, das sieht schon ziemlich cool aus. Oh man, ich will's sofort haben. Whoa! Hold this thing over right now! You said that Sephiroth is your foe. I have a history with him. You wouldn't believe what he can do. Okay, Delfin-Geschichte. Oh no. Oh, ich hab's gehasst. Wait, don't misunderstand.
You'll need a way home. Sid So ist when auch you're dabei, ready, geil. I'll be here. Alle sind da. An emissary from Wutai is here, sent by Viceroy Saru. With all this goddamn blood on my hands, how could I ever hold my daughter again? Those we hate, those we love, those we fear. Genova would become anyone to fool her prey. Don't do this! But I'm no fool. Sephiroth! Hey! No, not you. Here. Take it. This isn't about me, though. It's about saving the world. And you. The reunion, when spite and sorrow are harvested to feed the planet. No! Ist schon vorbestellt. 皆さんこんにちは。ファイナルファンタジー7リバースディレクターの浜口直樹です。トレーラーはいかがでしたでしょうか。ここからは本作がどのようなゲームなのか私から皆様にご紹介していきたいと思います。 Zeig's mir. Cloud macht wieder Cloud-Sachen. Achso, das ist hier Teil 1 noch. Das Ende von Teil 1. I'm waiting, Cloud. In Final Fantasy VII Remake, Cloud and his companions triumph over destiny. Yes. Leaving the city of Midgar behind, they step out into an unfamiliar wilderness. It is here that Final Fantasy VII Rebirth begins. Ach, quasi. Das haben wir, glaube ich, schon The gesehen. stage upon which this ragtag band story unfolds is both vast and varied. The world is made up of multiple regions, all seamlessly interconnected. The grasslands. Ja. Located due south of Midgar, this is where Cloud and the gang resume their adventure. Ah, cool. The Junon region, where a metropolis by the same name overlooks the ocean, a symbol of Shinra's military might. Da bin ich gespannt, wie die das machen. The Karel region, the resort town of Costa del Sol Ach, wie adorns cool. its northern shore, while das the hat man auch schon gold gesehen. saucer stands as a gilded oasis above the Dust Bowl far to the south. Gott, so awesome. The Gingaga region, pay tribute to Zack by exploring his hometown, or visit what remains of the local Mako reactor. Es ist crazy, wie groß sie das alles gemacht haben, weil The im Cosmo Original waren das so Canyon ein paar Häuser nur. Become one with the planet as you return to Red 13's roots. Gefällt mir. The Nebel region. Take a trip down memory lane with Cloud and Tifa, or stop by Shinra Manor, where Vincent rests in peace. Your adventure will even extend to the high seas. There's more to do than simply walk around, however. Ach, der schon wieder. First, let's look at world intel. Assisting Chadley with his research will deepen his understanding of the world, allowing him to develop new materia. This research das wird takes many Open World, forms, Open such as World. wrangling Aha. chocobos, or playing with the Mooglets at their Mog stools. You may also come across sanctuaries brimming with knowledge of divine entities, or lairs inhabited by fearsome, unique foes. Chadley will also enlist your help in researching mysterious artifacts known as proto-relics. Each investigation is its own side story, featuring a colorful cast of characters, exciting new minigames, and ferocious creatures. Are you up for the challenge? Auf jeden. And once you recover all the proto-relics scattered throughout the world, there's no telling what new developments might be in store. Next, let's talk about odd jobs.
These quests offer a deep dive into the regions of the world and the crazy characters who inhabit them. As a merc, Cloud will accept work from people he meets in his travels and team up with his pals to solve their troubles. By helping those in need, he will also strengthen the bonds between him and his comrades. Ach geil, hier mit dem Schwert. Each one of these odd jobs boasts a unique side story. Some, like Johnny's questline, borrow aspects from the original FF7, while others highlight content exclusive to Rebirth. You'll find all sorts of jobs the world over. Okay, das gefällt mir sehr. Don't worry if you leave some for later. Story progression won't affect your side hustle. You can always go back to tie up loose ends. And this freedom to experience the story how you want is one of Rebirth's greatest strengths. While some minigames are tied to world intel and odd jobs, many are not. For example, popular ones from the Gold Saucer, such as 3D Brawler, G-Bike, and Chocobo Racing, are in Final Fantasy VII Rebirth 2. Others improve upon their remake versions, while still more are completely new to Rebirth. We've even fleshed out some of the mini-games that were featured as part of the original Final Fantasy VII's main scenario. Ich hoffe, das ist einfacher. Though this one is not in the original, I highly suggest you check out the card game, Queen's Blood. No matter where you are in the story, it's sure to both challenge and entertain you. Enjoy collecting all the cards and building your own unique decks. Boy, ey, ich sehe mich schon He's planning to use the black viel zu viel materia, Zeit but I won't let zu that investieren. happen. He has to be stopped by a Cetra, and I'm the last. While mini-games and map exploration are a big part of Rebirth's charm, there's more to it than just that. Rebirth provides a cinematic experience with even higher quality content and more of it than Remake. This installment follows Cloud and company after they escape Midgar, up through to their arrival at the Forgotten Capital. We've taken painstaking care to depict how the group bonds during their journey, one that ultimately decides Aerith's fate. Once you finish Rebirth, I'm sure you'll agree that no other game makes you feel quite this close to its characters. Not even him. Das glaube ich denen sogar sofort, dass sie das schaffen. As for the graphics, Rebirth makes full use of the PlayStation 5 and its SSD, meaning we could use much higher resolution assets than we could in Remake, and they will still load in the blink of an eye. Maintain a 60 FPS frame rate with performance mode. Okay. Alles klar. Or prioritize 4K resolution with graphics mode. Whichever you prefer, Rebirth has you covered. Each character interacts with the world in their own way. Barrett shoots objects. Yuffie swings across gaps. Tifa has her grappling gun. Red can climb along walls. Okay. Kate Sith grabs and throws items. Da kann man dann hin und her switchen oder wie? And Aerith manipulates the life stream. Whatever challenges you face, your teammates will be ready to help you overcome them. Now for the music. Also die Open World erinnert schon so ein bisschen an 15. Also deutlich hübscher. But also challenge ourselves by matching the feeling of each scene, which resulted in some truly innovative arrangements. Also die Musik muss natürlich original sein. Like for example, alles andere hätte ich nicht akzeptiert. Ach, diese Choral Arc-Geschichte da, die wird bestimmt auch richtig gut. Die fand ich schon im Original sehr gut. If you enjoyed what you heard, we recorded well over 400 new tracks for this game, so there's plenty more where that came from.
Und die muss ich alle sammeln bestimmt. Thank you for choosing Bronco Cruises. We sincerely hope you enjoyed your trip with us. Your party's bonds aren't just reflected in the story, but through gameplay as well. The choices you make throughout your adventure will change the way your comrades feel towards Cloud. Yeah. At least I made that promise. Okay. These feelings affect who will join you on a date in the Gold Saucer. Something I'm sure many of you are excited about. Schon so ein bisschen FF15-mäßig. Ja, In da war das fact, doch auch so. even allies who weren't available in the original FF7 can now accompany you, provided you play your cards right. The saucer is packed with many incredible sights to see and things to do. So your outing there will no doubt be a highlight of the game. Already have someone who you'd like to go with? You first. Natürlich Barrett. Well, we hope they feel the same way too. Wir alle wollen Barrett sehen. Your companions will share a bond not only with Cloud, but with each other as well. Your party level, a numerical expression of this bond, will increase as you overcome challenges. I'm going to accompany you. The higher this level, the more skills will become available in your character's folios, a mechanic new to Rebirth. By unlocking the skills etched in these tones, your characters will grow stronger and learn new synergy commands. Part of what makes Rebirth's combat so fun is all the different character combinations. Switch up your team to fit the situation, or even your mood. Every possible party combination has its own unique synergy commands. So once you find characters that work for you, focus on tweaking their skills to match your combat needs. Aber muss Cloud immer dabei sein? And don't be afraid to experiment. You can reset your folios at any time. With new characters and synergy commands at your disposal, Remake's satisfying hybrid of action combat and strategic planning has been made even more dynamic and engaging. We can't wait for you to experience all this and more in Final Fantasy VII Rebirth on PlayStation 5. Also Case habe ich im 本作 Original のクリエイティブディ echt レク wenig ターの野 gespielt. 村哲也です。いかがだったでしょうか。 The Goat! 広大な世界で描かれるクラウドたちの物語にどうぞご期待ください。最後になりましたが、皆様に重要なお知らせがあります。Was kommt jetzt? 本日よりファイナルファンタジー7リバースを先行してプレイしていただける体験版を配信いたします。この体験版では物語の重要なポイントとなるニブルヘイム事件が収録されており、クラウドやセフィロスを操作することができます。 What? さらに今回の体験版では発売までの間にアップデートが入り、ジュノンエリアの一部を探索できる追加デモが開放されます。本作の特徴である自由度の高いエリア探索を体験してください。詳細な情報は公式サイトや SNS をご確認ください。 Oder jetzt kommt es demnächst noch, wird es ぜひ nachgereicht. この豪華な体験版をお楽しみいただきつつ、 Holy 本 cow! 作の発売をお待ちください。 Einfach die Demo. Shadow Release. Geil! Boah, ich werde so viel Zeit verschwenden. Ich werde nur... Alles macht nur nicht die Story. Okay, was... Aha, okay. Ja, ist cool, dass sie das verwenden. Ah, gut. Don't give up now, you guys. Ja, gut. Bisschen Gesang geht immer.
Ach ja, das fühlt sich einfach nur richtig an. War's das? Ich warte jetzt noch mal. Aber fantastisch. Was ging da bei Offline? Ja, komm. Nee, komm, wollen wir gar nicht sehen. Das war ja echt. Mir fehlen die Worte. So, warte, wo geht's los? Hier geht's irgendwo los. Da. So, Play und danach machen wir mal hier so sehr leise. Wow, echt. Wirklich, ich bin. Also klar, vieles kannte man ja schon. Das ist immer noch zu laut. Okay, nur so ein bisschen, nur ein bisschen. So, muss passen. Vieles davon kannte man natürlich, so, ne? Diese ganzen Open-World-Szenerien und so weiter, dass man da rumlaufen kann und hier und da auch schon die Ortschaften hat man auch schon gesehen. Und natürlich die Charaktere und so weiter. Bei Sid bin ich mir gar nicht sicher. Also ich habe auch ehrlicherweise vieles mir bewusst nicht angeschaut, weil ich mich einfach nicht spoilern lassen wollte. Das war das erste Mal, dass ich jetzt so richtig mir etwas komplett angeschaut habe. Und für mich waren da definitiv so ein paar Szenen noch neu, die es aber bestimmt schon gab. Und ich bin einfach begeistert. Ich merke, dass ich so außerhalb des Bildes gerade bin. Ne? Ja. Ich bin auf jeden Fall begeistert von dem, was da kommen wird scheinbar. Also das sieht einfach nach einem kompletten Spiel aus. Also im Sinne von inhaltlich komplett. Ne? Also dass man da wirklich Fanservice ohne Ende bekommt. Alle wichtigen Ortschaften sind da und die haben ja auch gesagt, man wird nach dem Spiel sich den Figuren so nah fühlen, wie es kein anderes Spiel schaffen kann oder wird. Hier sieht man schon auch mit dem Black Material Ding, ich bin mir gar nicht sicher, ob das im Original so eine Sache war, aber ich hatte ja anfangs erwähnt, so dass das Ganze hier so ein bisschen, ja, einen anderen Weg gehen will, so nach dem Motto, die Ereignisse von dem Originalspiel sind geschehen oder sollen geschehen und man versucht jetzt hier so ein bisschen das Schicksal umzuändern. Und da bin ich mal gespannt, weil Black Material sagt mir ehrlicherweise gar nichts. Also ist doch ein bisschen her, ehrlich gesagt. Aber es sieht schon geil aus. Und die Open World erinnert mich auf jeden Fall an Final Fantasy XV. Natürlich nicht so heftig hübsch wie hier, aber hat mich hier und da schon danach erinnert. Und ich hatte in irgendeiner Szene auch Final Fantasy X im Kopf, dass es wirkte so, als ob auch dort ein bisschen abgeguckt wurde. Und spätestens ab dem Sphero-Brett, also diesem Skill-Brett, muss man sagen, das sieht schon sehr wie bei Teil 10 aus. Aber gut, das gibt es hier und da natürlich auch. Auf jeden Fall ein paar bekannte Figuren kommen wieder, das fand ich ein bisschen cringe. So dieses Psycho-Dasein ein bisschen verdeutlichen. Mal gucken, ob ich mich safen kann. Aber Zack, also da bin ich gespannt, was machen die mit Zack? Das ist bestimmt jetzt noch die Szene. I'm back, aber es wird doch nicht. We ask that you retrieve it. The black material. Also das hier ist alles auf jeden Fall noch so ein bisschen Neuland, habe ich das Gefühl. Auch Zack. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine Flashback-Szene ist oder ob er in der Gegenwart ist und sagt, I'm back, was theoretisch nicht sein kann, weil er ja eigentlich stirbt. Spoiler. Johnny ist wieder da und natürlich Costa del Sol. Die ganze Szene, bin ich richtig gespannt, die ganze Ortschaft da. Und dann gab es ja auch noch irgendwie Side-Stories, wodurch man die Classic Skins irgendwie anziehen kann oder aktivieren kann. Bin mal auch gespannt, was es damit zu tun hat. Aber allein, was du alles da machen kannst, das wird so viel Zeit fressen und ich werde jede Sekunde genießen. Und Vincent ist da, natürlich. Alle sind da. Aber ich feiere die Figur. Vincent Valentine. Ich werde jetzt nicht alles mir nochmal anschauen. Also das meiste haben wir gesehen. Ich bin auf jeden Fall ultra gespannt. Das Spiel wird wahrscheinlich mein gesamtes Jahr füllen. Also es kann sein, dass ich nichts anderes mehr zocke. Und dass die Demo oder jetzt als Shadow Release rausgebracht wurde, ist ja... Das ist ja richtig geil. Also ich muss die auf jeden Fall gleich installieren. Und jetzt schon diese Demo rauf und runter zocken. Richtig gut.
top. Dann soll es das gewesen sein. Ich kann mich nur wiederholen, ich bin so hyped, ey. Ich fühle mich gerade einfach nur gut. Es ist so absurd, ne? Aber ich liebe einfach diese Franchise, dieses Spiel. Und ich habe so Bock einfach. Ich habe den ersten Part hardcore durchgesuchtet, auf 100% durchgespielt. Und ich will jetzt dieses Spiel haben. Deswegen freue ich mich auf die Demo gleich. Also Leute, danke fürs Zuschauen. Und gerne bis zum nächsten Mal. Schaut auch beim Stream vorbei. Alle Infos unten in der Videobeschreibung. Wir sehen uns.